Bereits heute fehlen in zahlreichen Branchen Fachkräfte. Der Fachkräftemangel dürfte sich aufgrund von Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung weiter verschärfen. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit, die sogenannten Babyboomer, gehen nach und nach in den Ruhestand, während deutlich weniger junge Menschen nachrücken. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Seit 2016 ist die Anzahl der unbesetzten Jobs stark gestiegen und trotzdem bekommen zahlreiche Bewerber, wie auch viele von euch, nur Absagen. Tja, schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Denn diese offenen Stellen sind vielleicht gar nicht so offen, wie sie scheinen. Und die Systeme, die heute bei eurer Bewerbung zum Einsatz kommen, sind nur eine Haaresbreite von illegal entfernt und unmenschlich sind sie allemal. Denn genauso wie wir ständig vom Fachkräftemangel hören, gibt es zunehmend solche Geschichten. Auf hunderte Stellen beworben, nie auch nur eine Antwort bekommen und schon gar nicht zum persönlichen Gespräch eingeladen. Früher, als wir noch einen offiziellen Arbeitgebermarkt hatten, war es sogar noch irgendwie leichter. Man ging einfach 10-mal in irgendeine Firma rein und hat Bescheid gesagt, dass man da gerne arbeiten möchte und man konnte durchaus Glück haben. Heute müsst ihr für einen Einsteigerjob im Bereich Softwareentwicklung nicht nur einen exzellenten Studienabschluss haben, sondern auch mehr als eine Programmiersprache können, Datenbank kennen können und sogar Frameworks können, die man allesamt im Studium nicht mal lernt. Ich muss euch dann aber wahrscheinlich auch nicht sagen, dass die Senior-Jobs noch viel extremer aussehen. Und das ist nicht nur in der IT so. Eine Studie von 2018 hat herausgefunden, dass Einsteigerjobs mittlerweile etwa 3 oder mehr Jahre an Erfahrung in diesem Job verlangen. Nur wie bekommt man die denn, wenn man dafür ja schon den Einsteigerjob benötigt? Ach stimmt, als Student habe ich natürlich nebenbei bei 3 großen Firmen als Werkstudent gearbeitet. Richtig, ich erinnere mich. Ah nein, warte, dafür brauche ich ja auch Erfahrung. Das alles hat mich stutzig gemacht. Manche Unternehmen sind zwar durchaus ziemlich dumm. Hier schreibt der Entwickler eines Frameworks, dass er sich für einen Job nicht bewerben konnte, weil er selbst als Erschaffer des Frameworks nicht genug Erfahrung mitbringt, auf die Zeit gesehen. Aber wenn alle über Fachkräftemangel reden, wie kann es dann sein, dass das die Norm ist? Nun, die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Dank dem sogenannten Internet, diesem Neuland, das Internet ist für uns alle Neuland, das uns noch immer verfolgt, gibt es viel mehr Wettbewerb um Jobs. In den 80ern kamen die Leute buchstäblich zur Tür rein, um nach einem Job zu fragen. Das höchste der Gefühle war eine Anzeige in einer Zeitung vielleicht, aber Bewerber blieben meistens lokal. Das Internet und speziell die Bereitschaft wegzuziehen oder gar remote zu arbeiten, hat diese Situation völlig verändert. Kann ich remote in meinem Job arbeiten, dann konkurriere ich nicht nur mit den 15.000 Leuten aus meiner Kleinstadt um einen Job, sondern mit buchstäblich ganz Deutschland und im Zweifel sogar der gesamten Welt. Und remote zu arbeiten, das ist keine Seltenheit mehr und durchaus nicht nur bei IT-Lern mittlerweile der Fall, sondern auch bei Marketing, Design, Management, selbst HR und Einkauf mittlerweile sind auch die häufiger mal remote. Und bei uns arbeitet auch jeder remote hier für Morpheus. Tja, was soll ich sagen? Grüße an den Cutter, der wo ganz anders sitzt. Und genau dort finden sich dann natürlich auch die Stellenangebote. In der 2022 Hiring Statistics von LinkedIn stand geschrieben, dass 73% aller Millennials, also wir, ihren Job durch Social Media gefunden haben. 73%, das ist ziemlich viel. 86% aller Jobsuchenden nutzt Social Media, wie eben LinkedIn für die Jobsuche. Die Konkurrenz auf LinkedIn, 5,7 plus Millionen Talente, die aktiv dort unterwegs sind. Aber dafür natürlich auch eine Unmenge an Unternehmen, aber eben auch keine Möglichkeit, einen wirklich persönlichen Eindruck zu hinterlassen. Dafür aber natürlich ein ganz besonderes Tool, um den gesamten Bewerbungsprozess noch ein bisschen extra unpersönlich zu machen. Die ATS-Integration. Ein ATS ist ein Applicant Tracking System, also ein Bewerber-Tracking-System. Jitterbit, ein anderer Hersteller, schreibt dazu, es ist ein Softwareprogramm, das den gesamten Einstellungs- und Rekrutierungsprozess von oben bis unten verwalten kann. Es nimmt alle Informationen über Bewerber entgegen, speichert und verarbeitet sie und anschließend kommen intelligente Tools zum Einsatz, um qualitativ hochwertige Kandidaten zu identifizieren und zu filtern. Ja, ihr habt richtig gehört. Intelligente Tools. Wenn ihr euch auf LinkedIn bewerbt, dann werdet ihr mit tausenden anderen Bewerbern verglichen und von einem künstlichen System komplett durchanalysiert. Daraufhin werdet ihr in eine Art Rangliste eingetragen, je nachdem, wie euer Arbeitsprofil ist. Hört sich ein bisschen wie die
Schufa an. Bewerben ist also zu einem Großteil ein automatisierter Prozess geworden, bei dem ihr nach Zahlen einsortiert werdet. Und diese Systeme sind keine Seltenheit. 97,4% aller Fortune 500 Firmen nutzen so ein ATS. Also gerade einmal 13 der 500 umsatzstärksten Unternehmen nutzen keines. Ganz einfach deshalb, weil sie tausende Bewerbungen für eine Stelle bekommen, die sie sonst halt händisch aussortieren müssten. Das ATS, das SAP vertreibt, geht hier sogar noch ein Stückchen weiter. Und zum Vergleich, SAP ist der größte gelistete Softwarehändler aus der EU und als deutsches Unternehmen, gerade natürlich bei uns im Land, wahnsinnig verbreitet. SAPs ATS führt einen Background-Check für die Firma durch, wenn ihr euch bewerbt. Das heißt, es sammelt gleichzeitig noch Informationen über euch, die es online findet, beispielsweise auf Social Media oder anderen Profilen. Alles, was mit euren Daten verknüpft ist, kann hier eingespeist werden. Hätte man nur nicht dieses eine Bild auf Instagram gepostet. Ach, das war gar nicht von euch und KI generiert? Tja, so gut sind ATS dann halt leider doch noch nicht. Die Hashtags und Erwähnungen, die sind wichtiger. Manchmal ist es deshalb ratsam, eher sparsam mit seinen Daten umzugehen. Und hier kommt unser langfristiger Partner Incogni ins Spiel. Wisst ihr, es gibt einen richtigen Markt dafür, wenn Leute Daten von euch kaufen. Beispielsweise, wenn ihr bei einem Handygame mal aus Versehen auf Akzeptieren geklickt habt, ohne alles durchzulesen. Diese Daten sind teils ein wenig eher nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt. Bei mir ist dieses Monstrum hier im Google-Verlauf, weil ich aus Versehen natürlich auf die Werbung geklickt habe. Incogni regelt das aber für mich. Dank DSGVO habt ihr ein Recht auf Vergessenwerden. Ihr könnt eure Daten also löschen lassen und Incogni schreibt da einfach jedem Data Broker und verlangt die Löschung. Falls nicht, kommt ein Follow-up und dann noch einer und dann kommt die Drohung mit dem Anwalt. Das müsst nicht ihr tun, weil das wahnsinnig viel Zeit kostet, sondern das macht alles Incogni für euch. Und das ist super, denn ihr müsst euch nur ein einziges Mal registrieren und könnt dann entspannt auf gelegentliche E-Mails wie diese hier warten, dass ihr wieder mal entfernt wurdet von irgendwelchen Listen. Und anschließend wird es als kleiner Nebeneffekt nicht nur angenehmer mit den Spam-Mails, sondern auch gleichzeitig kann ein Handygame nicht mehr mit eurem Job und eurer Bewerbung verknüpft werden, was mich wiederum zurück zum Thema bringt. Deswegen gönnt euch Incogni mit meinem Link unten in der Beschreibung für volle 60% Rabatt. Oder natürlich ihr scannt den hier eingeblendeten QR-Code. Okay, aber was alles gehört eigentlich zu den ATS-Kriterien? Wie werdet ihr gerankt? Es wird analysiert, wie nahe eure aktuellen Joberfahrungen mit den Voraussetzungen für den neuen Job übereinstimmen. Dann muss man euch ja weniger einlernen. Eure Skills, die im Lebenslauf stehen, werden verglichen mit denen, die ihr für den Job benötigt. Eure formelle Qualifikation, also Studium, Ausbildung und die Note davon werden gerankt und es wird nach Keywords gesucht, die in eurem Resümee stehen, die für den Job natürlich relevant sind. Bewerbt ihr euch also auf einen Job, der Softwareentwicklung mit Java ist und ihr habt schon einen Job mit Java gehabt, plus ihr habt eine Ausbildung in dem Bereich, könnte es sein, dass ihr bessere Chancen habt als euer Konkurrent, der vielleicht Cybersecurity studiert hat und bislang mit Python und Kotlin gearbeitet hat, obwohl die sehr nah aneinander sind. Bringt der aber vielleicht noch ein Zertifikat für Java mit sich, dann könnte sich die Lage sehr schnell wieder drehen. Und ja, es gibt sogar schon die ersten KI-gesteuerten Bewerber-Tracking-Systeme, die dann natürlich neuronale Netze dafür nutzen, um euch einen Rang zuzuweisen und eine Art Fit für diesen Job. Nicht nur einmal natürlich. Aber klar, das ist der nächste logische Schritt. Sonst könntet ihr das System ja ganz toll austribbeln. Zum Beispiel, ich habe keine Erfahrung mit Java Development, Java Software Development, Java Programming, Java Application Development, Java Developer, Java Web Development, Java Software Engineer. Wir kennen diese Tricks natürlich alle von der Google-Suche. Das Lustige ist, der AI-Act der EU stuft genau diese Nutzung von KI als Hochrisiko ein. Immerhin entscheidet hier ein statistikbasierter und damit oft fehlerhafter Algorithmus über eure berufliche Zukunft. Allerdings ist die Nutzung eines ATS nicht illegal, sofern es den Kandidaten gesagt wird, dass ein ATS genutzt wird. Der Bias, also die Ungleichheit in den Trainingsdaten in solchen Systemen, muss zwar minimiert werden, aber natürlich nur so gut es geht. Also ich habe mein Bestes getan, trust me bro, ist durchaus eine Lösung. Und die letzte Entscheidung muss noch immer von einem Menschen gefällt werden, laut AI Act. Heißt, ich muss der einen Person, die ich zum Interview einlade, dann doch noch selbst sagen, dass sie bei mir anfangen kann zu arbeiten. Der zahnlose Tiger namens EU hat wieder einmal zugeschlagen. Demnach dürft ihr aber, zumindest wenn man das so auslegt, eigentlich rechtlich nicht automatisch abgelehnt werden. Aber naja, das muss man ja auch nicht. Schreibt man keine Antwort, kann man ja einfach implizieren, dass man schon jemanden gefunden hat
und die Stelle schon besetzt ist. Deshalb bekommt man in den meisten Fällen gar keine Antwort mehr, sondern wird geghostet. Natürlich gibt es auch automatische Ablehnung, was historisch für die Fälle war, wo man gar keine Arbeitserlaubnis hatte, zum Beispiel. Und es gibt sogar schon Tutorials, wie man seine Bewerbung speziell für ATS optimiert, mit Standard-Templates, damit die Systeme diese Bewerbung besser lesen können, vollgepackt mit Buzzword-Bingo, um möglichst viele hinterlegte Keywords für den Job abzuhaken und so weiter. Man optimiert also seine Bewerbung für einen Algorithmus. Aber nein, der Algorithmus, der bestimmt nicht über euer Leben, der tut nur so. Aber das ist leider nur einer von 2 Trends, die wir gerade verzeichnen. Denn viele der Jobangebote sind gar nicht real oftmals. Es gibt eine wichtige Statistik hierfür: das Verhältnis von Jobangeboten zu tatsächlichen Einstellungen. Leider konnte ich hier nur eine Statistik für den US-Markt finden, dennoch ist sie bezeichnend. Eine historisch hohe Zahl für die Menge an neuen Stellen, die tatsächlich ausgeschrieben werden, im Verhältnis zu der tatsächlichen Menge an Anstellungen. Das heißt, es werden sehr viel mehr Jobs ausgeschrieben, als am Ende Leute angestellt werden. Wie ist das möglich? Es gibt ein paar Möglichkeiten hier. Erstens, es ist buchstäblich niemand arbeitslos. Das ist aber definitiv nicht so, wie ich hier mit den Zahlen des Statistischen Bundesamts euch widerlegen kann. Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt sogar. Zweitens, der Wirtschaft geht es gerade so gut, dass mehr Jobs entstehen und alles wächst. Auch das lässt sich natürlich leicht widerlegen. Drittens, schlechte Arbeitsbedingungen oder Gehälter oder übertriebene Anforderungen, die Mitarbeiter zu einem Wechsel bewegen oder Bewerbungen verhindern. Das gibt es durchaus. Oder natürlich viertens, die Jobs sind gar nicht wirklich ausgeschrieben. Es sind Fake-Jobs oder auch Ghost-Jobs genannt. Und es gibt gute, moderne Gründe dafür, warum Firmen genau solche Jobs ausschreiben. Es ergibt auf eine verquere Art und Weise Sinn, Jobs auszuschreiben, die man gar nicht besetzen möchte. In einer Studie von Clarified Capital vom Oktober letzten Jahres gaben 68% der Manager zu, Jobs, die bereits vergeben waren, noch länger als einen Monat aktiv zu lassen. In 10% der Fälle sogar ein halbes Jahr. Die Hälfte aller Manager lässt einfach pauschal Jobangebote offen stehen, weil sie immer offen für neue Leute sind. Das ist nicht nur so, weil Manager zu faul sind zum Arbeiten, sondern tatsächlich Absicht. Häufig kommt es vor, dass Jobs intern vergeben werden oder schon ein ganz spezieller Kandidat von extern dazu vorgesehen ist und genau passen muss. Diese Jobangebote werden dann wirklich genau auf diese Profile zugeschnitten. Leider ist das noch die freundlichste Entschuldigung für sowas. Firmen wollen auch gerne einfach einen aktiven Pool an Bewerbern behalten. Falls eine Person mal geht, dann kann man ja ganz schnell eine neue nachholen. Oder aber sie tun es aus wirtschaftlichen Gründen. Ich habe Berichte gefunden, wonach es positiver für ein Unternehmen aussieht, wenn sie ständig nach neuen Leuten suchen und immer ein paar Jobs ausgeschrieben sind. Stellt euch nur vor, wenn Google keine Jobs mehr ausgeschrieben hätte, dann würde es ja so aussehen, als würden sie nicht weiter wachsen. Was dann wiederum zur Folge hätte, dass ihre Aktien vielleicht langsamer oder gar nicht mehr wachsen würden, und das mögen die Shareholder nicht. Man will ja die Gains in der Trading-App sehen. Ich habe aber auch einen Bericht von euch in meinen Instagram-DMs gehabt, wonach nach einer neuen Person gesucht wurde, die dem Schreiber bei seiner Arbeit helfen sollte. Ganz einfach, weil es zu viel Überlastung war auf seiner Stelle und der Schreiber der Nachricht es alleine einfach nicht mehr bewältigen konnte. Das Unternehmen schreibt also einen Job aus, auf den sich tatsächlich auch jemand beworben hatte, aber eingestellt wurde keiner. Es war also ein Ghost-Job, um dem angestellten Mitarbeiter zu signalisieren: wir tun doch alles, was wir können, aber mach bitte deinen Job alleine. Es übt also Druck aus und zwingt Mitarbeiter mehr zu arbeiten, als sie eigentlich sinnvollerweise arbeiten sollten oder auch können. Und das kennen vermutlich einige von euch. Ihr dürft gerne eure Erlebnisse damit in die Kommentare packen. Und es gibt sogar einige Berichte, dass Jobs von No-Name-Firmen aufgesetzt werden, um einfach Daten zu sammeln und die dann zu verkaufen oder sogar zu scammen damit. Aber das bitte mit Vorsicht betrachten. Diese Informationen konnte ich nicht wirklich verifizieren. Aber klar, möglich wäre es. Die Daten sind durchaus sehr wertvoll. Für dich ganz speziell heißt das dann natürlich, erstmal musst du dich durch Ghost-Job-Angebote durchbeißen, um überhaupt echte verfügbare Jobs zu finden. Dann musst du deine Bewerbung anpassen, um möglichst genau auf die Beschreibung zu passen. Also jede Bewerbung einzeln natürlich. Anschließend geht es durch das ATS, das dich hoffentlich nicht aussortiert. Ein blanker Horror natürlich für Quereinsteiger vor allem, denn denen fehlt die formelle Ausbildung oft fast komplett. Und natürlich für alle die, die eine dieser bösen Lücken im Lebenslauf haben, weil sie, Gott behüte, sich um ihre Familie kümmern mussten. Widerlich, bah!
Und das, obwohl im Schnitt jeder 4. Mitarbeiter ein Quereinsteiger ist. Dann noch das persönliche Gespräch, das aber meist durch einen Test oder eine Prüfung ersetzt wurde. Bei Microsoft beispielsweise kommen danach nochmal einige Runden, wo ihr getestet werdet, wo ihr verhandeln müsst und so weiter. Und am Ende werdet ihr dann vielleicht als einer unter 1000 genommen oder ihr bekommt einfach wieder keine Antwort. Dabei wird aber natürlich völlig unter den Tisch fallen gelassen, wer ihr als Person seid, wie motiviert ihr seid und was ihr wirklich könnt. Quereinsteiger beispielsweise sind in meiner Erfahrung nicht weniger qualifiziert als ausgebildete oder studierte Menschen. Sie sind oft lernwilliger, weil sie etwas ändern wollen oder einfach nur eine Chance haben wollen. Die Erfahrung, die man mitbringt als Quereinsteiger und dieses Cross-Domänenwissen würde jeder Mensch als Bonus ansehen. Ein ATS hingegen... Dazu kommt dann nochmal die deutsche Fehlerkultur, die Quereinstieg als Versagen abstempelt. Aber das wird nochmal ein eigenes Video. Und on top kommt leider auch gerade hier in Deutschland noch die Hürde, dass auch der Weg über das unbezahlte Praktikum kaum mehr möglich ist. Klar, ein unbezahlter Praktikant verdient erstmal nichts, aber er hat einen Fuß in der Tür, wodurch er, wenn er sich gut anstellt, schnell in das ganze System reinkommt. Aber in Deutschland müssen solche Praktika im Normalfall mit Mindestlohn bezahlt werden. Der Gedanke ist zwar erstmal gut, immerhin ist das schon verdammt nah an der Existenzgrenze dran und verhindert, dass Praktikanten einfach ausgebeutet werden. Allerdings bekommt ein Unternehmen in vielen Fällen wenig Nutzen von einem Praktikanten und sie lehnen ihn dann einfach ab. Und auch Quereinstieg wird eben von Haus aus oft direkt abgelehnt. Ich habe hier mit mehreren Recruitern von Top-Unternehmen gesprochen, die ich aber nicht namentlich zitieren darf. Die Essenz ist, der Kündigungsschutz ist enorm gut in Deutschland. Und das ist schlecht. Wenn du angestellt wirst und es bis zum Ende deiner Probezeit schaffst, was meist kein Problem ist, kannst du danach in der Leistung extrem stark fallen, ohne dass du gekündigt werden kannst. Derjenige, der dich angestellt hat, also der Recruiter, muss dann der Firmenleitung Rede und Antwort stehen. Ein gutes Gefühl wird hier oft nicht gerne als Begründung gesehen. Du könntest ja auch das Kind der Frau seines Schwagers sein. Steht da, hat Informatik studiert und mit 1,2 abgeschlossen, ist das deutlich mehr Begründung als ein gutes Gefühl, dass du so motiviert gewirkt hast. So gesehen sind also Zertifikate, Abschlüsse und Co. eher eine Absicherung für den Personaler, der euch einstellt, als für euch. Und so kommt es, dass Deutschland vor allem in großen Betrieben nur Studierte anstellt. Nicht, weil die besser sind, sondern weil man das besser objektiv begründen kann. Immerhin hätte ja das Applicant Tracking System ebenfalls so entschieden. Aber das durfte ja, weil es eine KI ist, nicht das letzte Wort bei der Bewerbung haben. Wenn man nun also aber zum Fachkräftemangel schaut, dann besteht der höchstens noch in den Branchen, die nicht von Online-Stellenanzeigen geflutet werden. Oder natürlich die ganz simpel einen Scheißjob anbieten. Laut dem eingangs erwähnten Post des BMWK soll das sein Handwerk, Bau, Produktion und Fertigung, aber auch Lehre und Erziehung und Gesundheitswesen, die also wirklich vor Ort sein müssen und oft richtig miese Arbeitsbedingungen haben. Oh, und im MINT-Bereich, also IT und ganz besonders Cybersecurity. Hier sollen 71% des IT-Fachkräftemangels zu finden sein. Aber ganz besonders in meinem Sektor, also Cybersecurity, wird Anfängern einfach gar keine Chance gegeben. Es werden astronomische Kenntnisse für viele Stellen vorausgesetzt und oftmals sind einfach gar keine Junior-Stellen verfügbar. Bei Cybersecurity will man ja einfach nicht sparen, also nimmt man nur die Besten der Besten. Naja, und auch wenn das jetzt extrem frustrierend ist, ich möchte, dass ihr nicht die Hoffnung aufgebt. Es sind nicht alle Firmen so und ihr seid mehr als Zahlen und Keywords in einer PDF. Vor allem bei kleinen Firmen habe ich genau den gegenteiligen Ansatz gesehen. Mit Absicht sogar. Die gehen auf Messen, sprechen direkt aktiv mit Bewerbern, suchen explizit motivierte Leute und die Laufbahn ist dann eher zweitrangig. Und habt ihr erstmal ein paar Jahre Erfahrung und wollt dann auch wirklich mal wechseln zu einer anderen Firma, dann könnt ihr das ja immer noch tun. Mit der passenden Erfahrung sagt auch kein Algorithmus mehr Nein zu euch. Nach all dem hier würde mich aber natürlich trotzdem eure Erfahrung bislang enorm interessieren. Habt ihr mit Absagen bislang gekämpft? Ihr seid definitiv nicht allein damit. So viel kann ich euch sagen. Aber mich würden natürlich auch Kommentare von eventuellen Personalern dazu interessieren. Denn auch die finden genau das oftmals alles andere als toll und würden viel mehr Menschen gerne eine echte Chance geben. Denn am Ende geht es doch darum, um Menschen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.